In diesem Video zeige ich dir, ja, wie alles zusammenkommt. Ne? Wir haben im letzten Video unsere gemalten Blätter eingescannt, freigestellt. Dann habe ich dir gesagt, du musst das Ganze noch 50, 60 Mal machen, damit du ein Produkt hast. Und dann muss ich dir natürlich jetzt auch zeigen, wie man daraus ein Produkt macht. Ne? Nämlich nur Blätter zu haben, die schön als PNG abgespeichert zu haben, damit man auch einen transparenten Hintergrund hat und die dann für Karten zu benutzen und so weiter. Das ist leider nur die halbe Miete. Ne? Jetzt geht es darum, du musst eine Vorschau erstellen und das werden wir jetzt gemeinsam in Photoshop machen. Dazu gehen wir wieder an den Rechner und ich zeige dir, wie du das auch für dein Business hinbekommen kannst. Wie du schon öfter gesehen hast, habe ich dir, ich habe dir immer wieder gezeigt, was funktioniert nicht, wie sollte man es machen, wie lieber nicht. Und dazu haben wir uns dann Leute angesehen, zum Beispiel bei Etsy, die Erfolg haben. Und ja, so können wir vorgehen. Ne? Wir lernen von den Besten. Wir kopieren nicht die Besten, aber wir lernen von den Besten. Und deswegen habe ich jetzt hier nochmal Etsy aufgemacht und ich habe auch nochmal Opia Design Studio aufgemacht, die ich dir schon öfters gezeigt habe, weil es so schöne viele Verkäufe hat hier und genau diese Produkte verkauft, die ich dir jetzt gerade hier vorstelle. Und ja, Opia hat hier in dem Fall, oder damals glaube ich Isabel, sie hat hier auf jeden Fall Blätter erstellt. Genau dasselbe, was wir gerade machen. Ne? Natürlich andere Blätter, keine Frage. Wie gesagt, wir wollen nie kopieren, wir wollen uns immer nur inspirieren lassen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und hier ist ihr Vorschaubild. Und das Vorschaubild, ja, das ist ein bisschen abgedunkelt, ne? Da hat so einen cremefarbenen Hintergrund. Dann hat es hier eine Box in der Mitte. Auf dieser Box steht der Titel drauf und natürlich der Name, also Opia Designs. Und dahinter sind ein paar Blätter gelegt, die aus diesem Set stammen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich etwas für 71 Cent kaufe, will ich wahrscheinlich nicht ungefähr noch 20 Vorschaubilder sehen oder 10, wie das hier bei Etsy möglich ist. Aber ja, ich hätte eigentlich immer ganz gerne noch ein paar mehr Bilder. Ne? Aber in diesem Video wollen wir uns nur angucken, wie du das erste Vorschaubild erstellst. Im nächsten gehen wir dann darauf ein, was man denn eigentlich noch braucht. Ne? Weil ein Vorschaubild, ja, das ist ein bisschen wenig. Aber wir müssen einen Anfang machen. Deswegen habe ich jetzt hier einmal Photoshop geöffnet. Da gehen wir jetzt auch hin und ich habe auch unsere Blätter geöffnet. Ich habe jetzt hier 3 freigestellt statt 4. Der Grund ist eigentlich nur, das andere war sehr dunkelgrün und ja, wenn ich das jetzt hier reinbringe, dann sieht das natürlich immer so ein bisschen, ja, kommt das sehr stark heraus. Ne? Ich werde das jetzt quadratisch machen. Etsy hat immer gerne 2000 mal 2000. Je nachdem, in welchem Shop du bist, kann es sein, dass das Ganze eine andere Größe haben muss. Ja? Das ist so, ja, das ist wirklich nervig. Ne? Man verkauft in verschiedenen Shops und für jeden Shop muss man eine eigene Preview erstellen. Deswegen den besten Rat, den ich dir hier geben kann, ist, speicher jede Preview, die du erstellst, als PSD ab. Ganz, ganz wichtig, weil auf diese Weise kannst du die dann ja recht einfach für den nächsten Shop erstellen. Nur wenn du alles ein flaches Bild hast, ein JPEG abgespeichert hast, kannst du natürlich nicht mehr allzu viel verändern. Ne? Ich öffne jetzt hier einmal Datei, neu, und ich hatte ja schon gesagt, wir machen das Ganze jetzt in 2000 mal 2000. Und du kannst dir diese Vorgabe auch abspeichern. Ich mache auch 300 dpi. Ich weiß, im Internet braucht man nur die 72, aber wir wissen ja nie, was so auf uns zukommt. Ne? Deswegen bin ich immer ein Freund davon, ich habe lieber mehr als weniger. Ne? Deswegen gehe ich jetzt mal hier hin und sage, ich möchte das als Vorschau speichern. Du siehst, ich habe nur hier rechts auf das Icon geklickt und sage jetzt einfach mal Etsy Vorschau. Weil das andere ist der Dokumentname. Ne? Der wird jetzt hier übernommen, also das heißt jetzt immer Etsy-Vorschau, aber ich kann dem Ganzen jetzt auch noch einen anderen Namen geben. Ich nenne das jetzt einfach mal Watercolor Leaves. So, und das ist jetzt der Name des Dokuments, aber hier ist unter gespeichert, sind hier die verschiedenen gespeicherten Dokumentvorlagen, die ich erstellt habe. Und in dem Fall ist es jetzt hier einfach Etsy Vorschau und aus dem Etsy Vorschau erstelle ich das Dokument Watercolor Leaves und klicke hier auf Erstellen.
Und dann habe ich es auch schon. Und was ich jetzt, ja, ich habe ja gerade gesagt, das Ganze hat einen cremefarbenen Hintergrund. Dann ist hier eine Box drin. Hinter der Box liegen die Blätter. Und in der Box stehen dann noch der Name des Produkts drin und der Name, ja, der Firma oder des Designers. Ja. Dafür gehe ich jetzt hier unten rechts auf den kleinen Kreis und sage Farbfläche und suche mir jetzt einen schönen cremefarbenen Ton aus. So. Du kannst auch jede andere Farbe nehmen. Ich nehme so ein leichtes beige-braun mal hier und ja, vielleicht noch ein bisschen heller, weil es ja eben grün ist, und klicke dann auf OK. Und im nächsten Schritt erstelle ich mir hier ein Kästchen. Das kann ich ebenfalls in Photoshop tun, netterweise. Und dazu brauche ich hier nur auf mein Shape Tool gehen, was ebenfalls hier unter einem der Tools ist. Du suchst jetzt hier einfach das Shape Tool. Und wenn das hier nicht zu sehen ist, dann kann es einfach daran liegen, dass du hier die falsche Arbeitsfläche eingestellt hast. Dazu gehst du unter Fenster auf Arbeitsbereich und ja, du siehst schon, ich bin jetzt hier im Fotografenmodus, gehe jetzt hier auf Grundelemente und dann sind natürlich dementsprechend andere Elemente hier zu finden. Und hier dieser Kreis hier, das Ellipswerkzeug, das schaltet auch das Rechtwerkzeug frei, netterweise. Und wenn ich da jetzt drauf gehe, dann kann ich mir das hier einfach mal umstellen. Und ich drücke jetzt die Shift-Taste, um ein gleichmäßig großes Quadrat hinzubekommen, wenn ich das dann möchte. Oder eben ein Rechteck, so wie ich das haben will. Und ziehe das dann so groß. Jetzt siehst du, das ist weiß, das andere ist Creme im Hintergrund. Jetzt vielleicht ein bisschen zu Creme. Deswegen werde ich hier nochmal reinklicken. In der Ebenenpalette klicke ich einfach auf die Farbfläche und kann dann nochmal eine andere Farbfläche nehmen. Also ich gucke jetzt nochmal, dass ich das Ganze ein bisschen abmilder. Und hier ist es jetzt immer noch ganz stark weiß, wogegen im Hintergrund so ein leichter cremefarbener Ton herrscht. Jetzt versuche ich das hier nochmal, hier mit dem Verschieben-Werkzeug, setze ich das jetzt hier in die Mitte und du siehst schon, die Mitte wird angezeigt durch diese lilanen Striche, die hier zu sehen sind. Und dann, ja, dann lasse ich es natürlich einfach los. Das kann ich ebenfalls in der Farbe ändern. Hier in der Ebenenpalette ist unten rechts ein Viereck. Und wenn ich da drauf klicke, dann kann ich auch hier die Farbe ändern. Ne? Verschlimmbessern auch. Also, ich gehe jetzt hier nochmal. Ja, du siehst schon, ich muss ja hier irgendwie einen Absatz haben, zumindest einen leichten. Ich werde es jetzt erst einmal in weiß lassen. Wir ändern das gleich vielleicht, sobald wir die Blätter im Hintergrund haben. Ich gehe jetzt wieder auf das Verschieben-Werkzeug und ziehe mir mit der linken Maustaste einfach eines der Blätter rüber und kann das dann positionieren. Also mit Command T, kann ich das jetzt hier einfach drehen, wie ich das haben möchte. Und ich möchte die ganzen Blätter hier jetzt hinter meinem Kästchen haben. Also ich drehe das, positioniere das erstmal und ziehe das in der Ebenenpalette hinter das Rechteck oder unter das Rechteck und lasse das nur noch so am Rand rausgucken. Ja? Also ich gucke natürlich so, dass jetzt möglichst viel rauskommt. Und wie gesagt, ja, wenn du jetzt 50, 60 Blätter hast, hast du natürlich wesentlich mehr, was du hier hinterlegen kannst. Ne? Im Moment haben wir ganze 3 Blätter. Ja, die müssen wir dann einfach duplizieren. Aber wenn ich eins drauf habe, kann ich das hier erstmal schließen, weil ich kann hier auch in dem Dokument duplizieren. Und ich mache jetzt hier erstmal weiter, Command T und mache das Ganze ein bisschen kleiner und lege die Blätter dahinter. So. So, das ist das zweite. Und dann natürlich auch noch mit dem dritten Blatt. Kommt ebenfalls nochmal da rein und dann dahinter Command T. Moment, das schließen wir wieder. Mit Command T mache ich das Ganze wieder kleiner. So, jetzt habe ich schon mal meine 3 Blätter hier hinter. Und du siehst, es sieht schon ganz anders aus. Ne? Man kriegt schon langsam einen Eindruck davon, was das für ein Produkt werden soll. Also lege ich die jetzt erstmal hier hin. Jetzt ist das ein bisschen wenig. Ne? Also werde ich jetzt hier das das Blatt anklicken und gehe dann auf Command und J oder STRG-J und dann habe ich das dupliziert. Jetzt kann ich das drehen und dann habe ich natürlich noch ein weiteres Blatt hier im Hintergrund. Ja. Also ich ziehe das Ganze mal größer, damit man es besser sehen kann. Und ja, so verfahre ich jetzt eigentlich
mit weiteren Blättern. Ne? Ich will die jetzt eigentlich nur ein paar mehr haben. Ich dupliziere das, lege die dahinter. So bekommt der Kunde, der mein Produkt sieht, schon mal einen Eindruck, was ich da im Angebot habe. Ja? Mit dem ersten Bild ist das so eine Sache. Ja, das ist schon mal schön. Ich habe schon mal was gesehen und das erweckt meine Aufmerksamkeit oder ich klicke direkt weiter. Um die Aufmerksamkeit zu erwecken, muss natürlich dieses Bild schon richtig gut aussehen. Ne? Das muss schon genau aussagen. Das und das möchte ich hier verkaufen und den Kunden dazu animieren, darauf zu klicken und sich weitere Bilder anzusehen. Und das genau will ich ja mit meiner Preview erreichen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du in die Erstellung deiner Previews mindestens genauso viel Zeit investierst, wie in die Erstellung deines Produkts. 0815, ja, das ging vielleicht gestern. Heute, das funktioniert leider nicht mehr. Ich mache jetzt mal weiter. Ich habe jetzt ein paar Blätter hier hintergelegt und wie du gesehen hast, das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist ein bisschen Text hier auf unser Quadrat packen. Deswegen klicke ich das jetzt mal an, dann springt das ganz hoch in der Ebenenpalette und ich klicke hier auf das Texttool und wenn ich da reinklicke, passt sich das direkt an. Deswegen klicke ich jetzt erstmal irgendwo hier hin und sage dann, ich möchte erstmal eine schwarze Farbe haben, wenn ich hier schreibe. Und danach möchte ich das Ganze auch noch ein bisschen größer haben. Die Schriftart können wir gleich ändern. Erst einmal werden wir das so einigermaßen anpassen. Und ich nenne das Ganze jetzt Watercolor Leaves. Und packe das hier hin. Wir können natürlich hier die Schriftart auch noch ändern. Ich klicke jetzt einfach mal hier einmal rein, markiere das Ganze mit der linken Maustaste und hier kann ich mir dann eine ganz andere Schriftart aussuchen. Du kannst ja natürlich auch jede Schriftart installieren und die dann hier nehmen, also brauchst es gar nicht auf meine achten, das ist völlig uninteressant. Such dir etwas, was du gerne haben möchtest, wie du dein Produkt präsentieren möchtest. Ich gehe jetzt einfach mal einmal hier entlang und dann, ja, gucke ich mal, was mir hier gefällt. Also ich finde die jetzt mal hier ganz hübsch oder vielleicht, ja, sowas sieht auch nicht schlecht aus. Ja, das ist wirklich deinem Geschmack überlassen, beziehungsweise was du als Designer repräsentieren möchtest, wie du deine Produkte darstellen willst. Ja? Also deswegen ist das hier wirklich einfach dir überlassen. Ich nehme jetzt hier mal dieses Noteworthy und ich glaube, ich mache das andere auch direkt in diesem, ja, einfach weil es schöner aussieht, wenn ich jetzt beides in derselben Schriftart habe. Ich gebe das einfach oben ein. Ja. Und dann kommt hier unten noch der Designername drauf. Ich mache jetzt einfach mal CMD Akademie. Und ganz viel kleiner. Command A habe ich alles markiert. Und jetzt mache ich das hier sehr viel kleiner. Wahrscheinlich sogar noch kleiner, ja. Weil das soll ja gar nicht so fürchterlich ins Gesicht fallen. Ne? Also hier sehr viel kleiner. Die Schriftart passt jetzt hier auch nicht mehr. Also gehe ich jetzt auf dieses Able. Ja, dass wir das hier schön haben. Das ist natürlich jetzt ein Basic, ja, ganz ein Anfang, ne? Wie du dein Produkt entwickeln möchtest, bleibt natürlich dir überlassen. Ob du einen cremefarbenen Hintergrund und einen weißen Kasten davor haben willst, na, muss auch nicht unbedingt sein. Deswegen wahrscheinlich würde ich dir empfehlen, hier die Farbe nochmal zu ändern. Ne? Mal gucken, wie das hier am besten aussieht. Vielleicht wirklich mit einem cremefarbenen Ton oder den Ton und den ein bisschen abmildern. Ja, vielleicht kommt der ein bisschen besser raus. Irgendwie sowas. Aber auch hier bleibt natürlich dir überlassen, wie du dich als Designer darstellen willst. Das ist jetzt hier nur das absolute Basic. Du hast eine erste Vorschau in 2000 x 2000, hast von deinem Produkt einige Sachen eingefügt, nämlich in dem Fall die Blätter, und die haben wir hinter ein Kästchen gelegt. Und abgeguckt haben wir das Ganze bei einer Dame, die offensichtlich sehr, sehr gut bei Etsy verkauft. Wenn du das komplett anders machen willst, ist das natürlich auch erlaubt. Es sollte dir nur einen Eindruck geben und vor allen Dingen ein paar Fähigkeiten in Photoshop beibringen, wie du das Ganze hinbekommen kannst. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wenn dem so ist, dann freue ich mich natürlich, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und vergiss nicht auf den Like-Button zu klicken. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!